Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf ganz YouTube gibt, inklusive guten Aussichten, denn mein Spezialgast Anna Rolle ist wieder einmal da. Und ich habe eine neue Aufgabe bekommen. Welche? Boom! Yes, sie ist jetzt die Uhrhalterin. Abonnenten-Counterhalterin, denn die Lametric hat hier irgendwie auf dem Tisch keinen Platz mehr gefunden. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Kamera Du hast so einen großen Tisch. Ja, der ist irgendwie 2,20 Meter breit oder so, ich weiß nicht, aber irgendwie hat die Kameraperspektive sich versteckt. Keine Ahnung, irgendwas ist passiert. Okay, dafür bin ich hier. Dafür ist sie jetzt da und ihr könnt umso besser sehen, wie viele Abonnenten wir mittlerweile auf meinem Instagram-Account sind, beziehungsweise Follower. Es ist einfach, ich habe gesagt, wir wollen 100.000 schaffen, damit wir endlich dieses Casting machen können. Und was macht ihr? Ihr lasst mich einfach schlafen, sitzen und ihr schlaft. Schneller, Leute, schneller! Ja, aber dafür läuft es umso krasser auf YouTube, muss man sagen. Ey, wir haben die 28.000 heute geknackt. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob noch ein paar Videos kommen, wo wir noch 26 oder 27 haben. Ich weiß gar nicht. Oh, Könnte sein. Ja. Wundert euch nicht. Es kommt ein bisschen, weil ein paar Sachen wurden vorproduziert. Und dann wurden die, beziehungsweise die wurden produziert, dann wurden sie gesperrt. Und dann müssen wir halt immer warten, bis die entsperrt werden. Und dann, wenn sie dann mal entsperrt werden, hoffentlich schießen wir es halt nach, deswegen nicht wundern. Also heute sind wir bei den 27.000, 28.000. Das ist, kommst selber gar nicht mehr hinterher. Ich komme lange nicht mehr hinterher. Aber ihr dürft auch ruhig noch schneller. Ist kein Problem. Ihr dürft noch schneller, denn Butch ist auch hier total im Schlafmodus. Der findet das Ganze noch viel zu unspannend, muss man sagen. Ja, da geht einiges, aber ja, wir kommen endlich auf einen lang ersehnten Wunsch von so vielen Menschen. August D. Ja, es war wirklich so super viele. Das ist schon fast, also gibt's ja gar nicht. So viele waren es. Jetzt sind wir hier oben so ein bisschen abgeschnitten. Siehst du, die Kamera ist runter. Ja, egal. Ist nicht so schlimm. Sonst müssen wir näher ran einfach. August D, ja, ein Member von BTS, mit dem eigentlichen Namen Sugar. Oh, Sugar, sorry. Ich war wegen dem MV gerade abgelenkt. Sugar ist ja auch bekannt eben, also sein alter Ego sozusagen, August D. Mit dem Song August D, denn er ist in einer Rap-Maschine. Aber das ist krass. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil so in der Gruppe ist er ja der Ruhige eher. Ja, wenn ich mich nicht irre. Ja, also ja. Oder? Ja, er macht schon so immer so eher den ruhigeren Eindruck, so ein bisschen introvertierter. Ja. So habe ich ihn auch auf dem Schirm. Schreibt es mal in die Kommentare, sonst wie er allgemein bekannt ist. Ihr wisst das natürlich besser als wir, aber so habe ich ihn bisher auch aufgenommen. Ja, sonst gibt es noch was zu sagen? Nee, sollen wir anfangen? Ich bin immer so ungewohnt. Ich habe einen Tag lang, glaube ich, kein Video. Doch, ich gestern auch Video. Keine Ahnung. Es kommt mir irgendwie vor, als ob ich zum ersten Mal Videos mache. Leute, los geht's. Oh, oder? Das ist auf jeden Fall ein Sample, aber ich weiß nicht, was für eins. Das kommt mir so bekannt vor. Das klingt so wie ein bisschen wie dieses, wie Otis, wie heißt er nochmal? Otis Jackson? Nee, Otis Redding, ja. Klingt ein bisschen so in die Richtung, oder? Ja. Oder James Brown? Nee. Nee, ich glaube schon Otis Redding. Das ist halt krass dafür, dass man ihn als einen Introvertierten kennt, ist er eh ganz schön am Abräumen. Von der Power und vom Tempo her auch, ist krass. Ja, ansonsten analysemäßig jetzt gerade kann ich eben nur sagen, dass es nicht der typische Hip-Hop-Track ist. So, die Drums sind schon relativ, da war ein neuer Instagram, du hast verschlafen. Ja, das ist, oder ich, komm, ich stell's mir hin. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen, so, ja. Abonnenten, nicht Abonnenten. Ich wollte sagen, die Vocals. Das ist natürlich Main, hört man ihn hier und die Doubles, also die Doppelungen, die er hier einsingt, sind dann auch immer schön auf rechts, links gemischt. Das kann man ganz gut hören. Wenn ihr das mit Kopfhörern hier checkt, es müssen nicht die sein. Ich habe mittlerweile schon gesehen, dass ein paar gesagt haben, dass sie es auch mit ihren AirPods tatsächlich hören.
sowas sollte man auch noch mit den AirPods hören. Wenn nicht, wäre es schlimm, weil es ja wirklich rechts-links ist. Nur auf dem Handy wird man das definitiv nicht hören. Aber so ganz genaue Details, vor allen Dingen in den Frequenzen, wenn das so in die Höhen reingeht und auch die Bässe und so, da bin ich mir sicher, da hört ihr mit den AirPods nicht genauso gut wie mit denen. Und es hat auch einer geschrieben, das Verhältnis. Auch ein Produzent hat in die Kommentare geschrieben, dass er ein ähnliches Modell hat, also auch von den Biodynamics, auch von der Pro-Serie, und der kann sie auch nur empfehlen. Der hat mich da auch nochmal bestätigt. Das ist halt wirklich Tatsache, dass man die als Standard benutzen kann und dass sie eben viel günstiger sind als so manch andere Studio-Kopfhörer. Ja, aber ich finde, das Ding ist auch, also wenn man so links-rechts mit den AirPods nicht hören würde, Ja, wäre es irgendwie komisch. eine Schande, weil man zahlt Das so kann- viel dafür, die sind so teuer, Ja, und ganz ehrlich. Aber das kann halt echt Aber- nicht sein, weil das sind ja trotzdem Ja. 2 Kopfhörer, also rechts, Aber links sollte man was das ich schon haben. trotzdem noch sagen muss, an viele, die meinen, so, ich habe normale Kopfhörer, ich höre das trotzdem, ist cool so. Ich höre auch das meiste mit normalen Kopfhörern wahrscheinlich, aber wie du nochmal hörst oder wie du die Sachen wahrnimmst, wird nochmal ganz anders, wenn du so, weiß nicht, mit so Studio-Kopfhörern hörst. Ja, Das ist hätte schon ich ein auch Unterschied. niemals gedacht, aber es ist wirklich ein Unterschied, dass man teilweise Sachen viel sauberer nochmal hört. Ja, eben. Und die sind wirklich auch verhältnismäßig zu anderen Studio-Kopfhörern, die man so sonst so auch kaufen und finden kann, sind die tatsächlich noch verhältnismäßig günstig. Also klar, die kosten knapp 120 € aktuell. Aber ist okay. Aber es gibt Kopfhörer, die kosten 240 und es zwingt euch keiner, die zu kaufen. Definitiv nicht. Nur wenn ihr Bock drauf habt, da irgendwie nochmal wirklich auf den Studiostandard zu kommen. Studiostandard für zu Hause, das ist halt das Geile an den Kopfhörern. Das ist eigentlich die Idee dahinter gewesen. Aber macht euch dahingehend keinen Stress. 눈을 가시네요 솔직히 싸이 한월 쪽팔려 이제 1년에 오토마틱 팔아 K-POP이란 카테고리 날 담기에는 사이즈가 다른 그대 없어 가고 싶다면 Was hat er da gesagt? Der haut richtig raus, ne? Das Der K-Pop teilt aus. category ain't enough size for me. 마틱 팔아 K-POP이란 카테고리 날 담기에는 사이즈가 다른 그대 없어 가고 싶다면 first class 예약해봐 my CDs and business 넌 이코노미 평생 내 뒤지 kissing my ass Wow! Sugar, Alter. Sugar not so sweet anymore. Yes, sir. Alter, krass, okay. Jetzt weiß ich, warum die alle geschrieben haben, dass sie das abchecken sollen. I'm open up and 보려고 Basel to New York yeah shit 먹는 내 passport A to the C to the U to the FCD I'm the boy Also STD ist jetzt natürlich... Oh. Zweideutig. Das Ja, gut. ja, gut. Because I put I'm the 난 미친놈 비투위의 lunatic 내보다 홍콩을 보내는 마타이 퇴근하라지 A to the C to the U to the FCD A to the C to the U to the FCD A to the C to the U to the FCD 홍콩을 보내는 마타이 퇴근하라지 난 베끼는 걸 베 Ja, so, das ist schon gut Power hier in der Geil. Hook, kann man halt nicht anders sagen. Das geht schon richtig gut ab und eben mit diesem Sample, das im Hintergrund spielt, wo man ganz klar die Brass-Section von dem Original... Ding, ding, ding. Ding, genau. Das ist halt sehr, sehr geil. Ich komme gerade auch nicht auf Sample, das ist irgendeine alte Soul-Nummer wahrscheinlich. Kommt mir echt U bekannt. to the FCD A to the C to the U to the FCD 홍콩을 보내는 마타이 퇴근하라지 난 베끼는 걸 베끼는 놈을 잡아다가 후배를 선배를 제끼는 놈 놈팽이를 내가 베끼는 그를 베끼는 Alter. 역사를 바닥에 새기는 몸도 재미도 없는 Das ist ja so schnell, oh mein Ich Gott. will unbedingt ich Danke, konzentriere mich so auf die Text, Untertitel, weil es so krass ist, was er raushaut. Voll. 그를 베끼는 역사를 바닥에 새기는 몸도 재미도 없는 래퍼들 사이에서는 남들보다 더 챙기는 목 잘 나가는 덕에 박수를 베낀 형들의 시기줄 속에 생기는 소리 Was ja auch besonders war, dass wir hier so ein Adlib die ganze Zeit gehört haben, dass immer so, hey, hey. 시기줄 속에 생기는 소리 잘 나가는 덕에 박수를 베낀 형들의 시기줄 속에 생기는 소리 Ne, die ganze Zeit läuft er so. So anspornen noch ey, mal oder so. ey. Ja, so Chants halt, so Rufe. 예서는 남들보다 더 챙기는 목 잘 나가는 덕에 박수를 베낀 형들의 시기줄 속에 생기는 소리 난 좋도 상관 안 해요 네가 걔 삽질할 때 간단하게 네가 판무도 맨날 생매장 안 해요 난 맨날 감당 안 돼요 약질하는 다수 래퍼들 내가 알도를 하고 새 감사하기 Krass hier halt auch die Hi-Hat, die man hier hört, also dieses das ist relativ leise hier gemischt, ne, aber schon so eine Dirty South Hi-Hat eigentlich, wie man sie kennt, aber relativ krass im Hintergrund gelassen. Also seine Stimme ist schon super präsent nach vorne gemischt worden, dass da wirklich seine Vocal Skills im Vordergrund stehen, was ich auch absolut verstehen kann und
finde ich auch so sein soll. Die Screams, die er ihm macht, so die Adlibs, ist ja. Also super viele Adlibs, die so dazwischen gepresst werden, halt Adlibs natürlich, aber dann eben auch jeweils auf eine Richtung gemischt hier, ein Ohr gemischt, sehr cool. Da sind super viele Schreie drin, ne? Super viele. Aber sonst der Beat an sich, ist da noch so viel mehr drin, als jetzt seine Stimme, die Adlibs, das Sample und die Hi-Hat, meintest du, ne? Ja, die Drums komplett. Da ist natürlich noch eine okay. Kick und Snare und so. Das ist schon, also es ist schon ein normal aufgebauter Beat. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwas fehlt. Weil es klingt so zurückhaltend wirklich, wie du sagst, dass seine Stimme so im Vordergrund steht. Ja, das liegt am Mix. Also das haben die definitiv Okay. so gemischt. Das ist schon auffällig, dass sie da echt in so eine Richtung gegangen sind, dass seine Stimme in den Vordergrund ist. Aber wir haben schon ganz klassisch die Rhythmussektion abgedeckt mit der Percussion, also eben hier in der Kick, der Snare, den Hi-Hats und auch eben ein Bassinstrument. Das Bassinstrument spielt aber auch immer nur sehr selektiv unter der Kick. Ist auch nicht so fett laut oder so. Also es ist schon alles vom Instrumental relativ zurückgehalten. Man muss aber sagen, dass das Sample ziemlich viel Raum einnimmt auf dem Frequenzband insgesamt schon und das so fast den größten Teil auch ausmacht von der Wahrnehmung. Ne? Als erstes nimmt man dieses Sample mit dieser Brass-Section da eben, Ja, genau. also den Bläsern da vor allen Dingen auf. Guck mal, jetzt zeigt uns hier den Mittelfinger ganz kurz, weil wir so Nice. weil wir eine schlechte Meinung über ihn haben wahrscheinlich. Nein, haben wir ja gar nicht. Quatsch. Nee, aber ja, ist tatsächlich so, dass die Horns, die Brass Section, ich sage immer Horns, weil ich immer, aber auf jeden Fall die Bläser, die nehmen den meisten Platz da ein und nehmen da alles mit. Also, das ist schon so, ja. Weil du hast ja Bum, 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 Bum. Du hast ja schon die Kick immer drin. Na, auch die Snare, ja, die ist nicht so, das ist also wirklich alles, was da an Drums zu hören ist, ist super zurückhaltend. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir die harten Drums da drin haben, also gar nicht, überhaupt nicht. Selbst die Snare hörst du halt nicht, also das, wo wir gerne normalerweise drauf klatschen, was auch in der Produktion gerne mit Klatschen ersetzt wird, also mit Claps. Ist hier etwas, was sehr hoch angelegt ist, was sehr hoch klingt, nicht so was Fettes, Bauchiges. Das ist schon ungewöhnlich, muss man ein bisschen sagen, tatsächlich. Bau, 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 bau. Da sind so viele Adlibs, die dazwischen schreien. Ba, 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 ba. Also er ist richtig im Studio abgegangen, hat er alle Power rausgelassen vom Mikro. Also das ist eher so der Typ, der vom Mikro im Studio dann abgeht und endlich mal alles rauslassen kann. Das merkt man schon. Ja, dieses nun dann dieser kleine Fill-In, dieses ja, was dann so von links nach rechts geht und auch so eine kleine Resonanzmodulation drauf hat. Also hier ist seine Stimme sehr zusammengeschrumpft oder zusammengeschrumpft. War eigentlich schon gut worden auf dem Frequenzband. Da hat man die Höhen vor allen Dingen größtenteils weggenommen. Untenrum auf dem Frequenzband ist noch ganz gut was zu hören.
Ne, und so super viel Hall drauf und Verzögerung, so ein Delay, ne, dass man das dann komplett, als ob das in so einem riesen Raum dann noch nachträglich hört man das so nachhallen. Hier kommen dann sauber Doubles rein, die dann nicht mehr diesen Effekt drauf haben, also nicht mehr diesen High-Cut drauf haben, also den Höhen, dass die Höhen rausgeschnitten wurden, hat das dann nicht mehr drauf, sondern ist ziemlich sauber, nur einmal ganz kurz so ein Double. I'm sorry, genau, auf das Sorry sagte das. Übrigens, irgendein Genie hat mir geschrieben, dass man angeblich mit Punkt und Komma frameweise... jetzt geht's doch. Ich hab's vorhin ausprobiert, da ging's nicht. Vorführeffekt. Wahrscheinlich geht's nur bei Vollbild, das kann sein. Ah. Aber wenn ich nur frameweise springe, ist es halt, jo. Vielleicht für so Detaildinger. Das sind eigentlich auch so richtige March-Drums, so Military Drums. Am Anfang waren die auch, im oder? Hintergrund, die haben ja, so den genau. Anfang gemacht. Ja, die sind hier eigentlich auch drin. Aber halt alles wieder sehr weit nach hinten gemischt und ne, ist nicht so präsent einfach im Mix. Der macht ganz schöne Ansagen. Jetzt hört man den Bass hier super an der Stelle. Oh, wie cute er da gelacht hat. Nein, er ist ein böser Rapper jetzt. Okay, sorry, aber Er ist nicht mehr trotzdem Sugar. cute. Nein, hier ist er August Böse. August die Böse. Guck mal hier, wie tief der als Adlib auf dem rechten Ohr. Hör mal ganz. Das habe ich gar nicht rausgehört. Ja, das siehst du mal, da ist kein Spaß Du da, musst Junge. mir das immer erst sagen. Wieso? Hä? Ja, keine Ahnung, worauf du achtest oder nicht achtest. Krass, also Der Lichtsensor hier. Ja, seht ihr mal der ab. Song wird auf jeden Fall noch ein paar Mal gepumpt hier. Das sag ich dir. Ich glaube auch. Mit Abriss, aber. Ah ja, ich wollte sagen, den Bass hört man jetzt hier auch super gut, den Basslauf, den... Ne, weil hier das Sample nämlich mal nicht drin war und dann hört man den Rest nämlich mal ganz kommt dann gut. am Ende wieder rein. Genau. Das sind, ja, der macht schon gut voll unten. Ja. Das war übrigens ein richtiges Becken hier, ganz klassisch. Das klang aber wie so ein ganz großes, so ein Gong, fast wie ein Gong. Naja, auch nur fast. Oder nee, so ein altes Blechernes, was so Löcher schon drin hat. Oder was heißt schon, da gibt es welche, die extra Löcher reingeschnitten bekommen für den Klang. Das gibt es nämlich auch bei den Becken. So, Leute. Ja, das war's, Alter. Krasse Nummer. Jetzt weißt du, warum ich es die ganze Zeit geschrieben habe. Wir haben den bis heute wirklich nicht gehört, den Wieso Song. haben wir so lange gewartet? Ja, weil wir so viele andere Sachen auf der Liste haben. Die Leute schreiben. Ja, wir wussten schon lange. Das war sogar mit einer der ersten Facts, die ich auf dem Schirm hatte, dass Sugar von BTS auch ein alter Ego hat mit August D. Das wusste ich schon fast als allererstes. Aber habe bis heute keinen Song von ihm gehört. Richtig krass, aber richtig fette Nummer, krasse Rap-Nummer. Ist auf jeden Fall, ja, so, wenn man meint, dass K-Pop nur süß und lieb und shiny und, gut, das glaube ich ja eh nicht, aber viele andere vielleicht, die neu in diese K-Pop-Welt kommen, dass Ja, es so ist bunt halt so und lieb ist. So das Vorurteil oder so, was man hat dafür. Ja, das auf jeden Fall. Also Aber wenn man das dachte, dann kann man den Leuten auf jeden Fall mal kurz August D zeigen, aber da gibt es bestimmt, nee, warte mal, da gibt es noch härtere Sachen. Baby Metal.
Shit. Ja, hat einer von euch die Kommentare geschrieben, habe ich mir privat mal kurz reingefahren, weil ich wissen wollte, was das genau ist. Fand ich mega. Klang so interessant. Baby Metal. Ja, aber er hat aber schon erklärt, dass das nichts mit Babys zu tun hat in dem Sinne. Wobei die Mädels ja schon sehr jung waren. Ist aber halt nicht K-Pop, sondern ist ja japanisch. Aber war halt auch Baby Metal. Falls ihr es nicht kennt, checkt die auf jeden Fall mal ab. Die gibt's so jetzt aktuell leider nicht mehr, habe ich mitbekommen. Da ist eine ausgestiegen. Fand ich aber auch sehr geil. War schon cool, habe ich hier im Studio gepumpt. Da hat die Dana auch kurz, stand dann so neben mir die ganze Zeit so, okay. Ja, also ich höre hier wirklich alles, wie ihr seht und wisst und könnt. Und Leute, richtig geil hier mit den Abos, wie gesagt. Ansonsten weiter abonnieren. Viele haben gefragt, wo mein pinker Pulli her ist. Der ist von Urban Outfitters. Ja, ich würde also euch... genau genommen von Champion und du hast ihn bei Urban Outfitters. Ah ja, genau, das ist von Champion. Ja, hier, meine Fashionista. Ja, also hier Fashionista. keine Fake News, ja. Ja, es ist auch kein Placement, auch mit den Kopfhörern ist kein Placement. Das kommt alles aus eigenem Willen, weil ich wirklich glaube, dass aus es... der eigenen Tasche. Ja, das nicht ganz, aber es ist halt wirklich ein Mehrwert für euch. Es zwingt euch ja keiner. Die Uhr ist unten aber auch verlinkt. Mit der kann man übrigens auch Radio hören. Ja, Internetradio. Aber man kann die auch als Lautsprecher benutzen und als Wetterstation und als Uhr und als Wecker. Ohne Witz, die kann eigentlich so viel. Die hat diese komische Anzeige hier mit diesen Display-Abos. Wenn es dunkel wird, geht die auch aus, wenn man möchte. Warte mal, hier zum Beispiel ist die Uhrzeit. Da oben ist der Sensor, deswegen muss ich das zuhalten jetzt. Vorführeffekt. Guck mal hier. Ah ne, weil ich gerade drauf gedrückt habe, macht das nicht. Naja. Jetzt ist es dunkel geworden. Guck. Dann bimmelt die nämlich auch nicht nachts, wenn dann neue Abonnenten dazukommen. Falls euch das interessiert, ihr könnt es natürlich mit Instagram, Twitter, keine Ahnung, die kann so viel, aber die ist wirklich scheiß teuer. Das so ganz nachvollziehen konnte ich das nicht unbedingt bei der, weil das ist einfach so ein kleines Ding. Ich habe die ja schon seit 2 Jahren, da dachte ich so, ist das alles? Dafür habe ich gerade fast 200 € bezahlt. Ja, stimmt, da warst du sehr geschockt, als die ankam. Ja, und dann war das auch noch mit so Import-Taxes und keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob die jetzt günstiger ist. Damals war die halt komplett neu und irgendwie von sonst woher gekommen. Aber mittlerweile jetzt 2 oder 3 Jahre, 3 Jahre ist es schon. 3 Jahre später muss ich sagen, dass ich sie echt appreciate, diese Uhr, weil sie eben jetzt hier so richtig ihren Zweck gefunden hat. Und man muss sagen, als kleine Boombox funktioniert sie auch ganz gut. Also der Sound ist echt, dafür, dass es so ein kleines Ding ist, ganz ansprechend. Ja, braucht aber Strombetrieb oder so und naja, egal, ich habe schon wieder zu viel geredet. Dana ist auch schon wieder ganz woanders mit den Gedanken. Ich bin wieder bei dem Song, kannst du nochmal machen kurz fürs Ende so? Wir können einfach auslaufen lassen. Tschüss. Tschüss. Sorry, 진심이 미안해. 네 래퍼가 나보다 못하는 것에 대해. A to the G to the U to the F to D. I'm the boy because I'm the 나 미친놈. 배 위에 lunatic level. I'm coming